Hallo! Hallo! Jetzt dauert's sehr lange. Weil gut Ding will Weile haben. Habe ich sehr oft gehört, ja. Gut Ding will Weile haben, gut Ding. Am besten so lange wie möglich. Everlasting. Ever. So lange wie geht. Und die Vorbereitung ist noch viel wichtiger. Oh. Alexa weiß nicht, hat sie gesagt. Was habe ich denn gesagt? Echo wahrscheinlich, ne? Ich habe keine Ahnung. Siehste? Alexa, aus! Ja. Everlasting, ne? So, also so fortwährend, für immer, so. Am besten. Also Vorbereitungen so ewig wie geht, so, ne? Möchte man gern manchmal, ne? Aber irgendwann ist auch vielleicht wieder gut. Hier ist noch mal Schluss. Man muss ja auch irgendwann mal fertig werden, ne? Naja, gut. Also, möglichst schnell was Spielbares haben oder besser lange vorbereiten. Was meinst du? Das haben wir weniger als 100 Leute gefragt und die haben Folgendes gesagt. Ich würde eigentlich sagen, lange warten, aber ich wurde in letzter Zeit auch häufig enttäuscht auf Spiele, die immer den Release verschoben haben und dann nicht so gut waren wie Games, die relativ zügig rausgekommen sind und dann auch wirklich dafür, dass sie relativ schnell und zügig rausgekommen sind und Updates oder DLCs gekommen sind, doch eigentlich für die Geschwindigkeit sehr gut waren. Also es ist schwierig. Zwei komplett unterschiedliche Designansätze. Beide sind super sinnvoll zum Probieren. Ich glaube, in the long run, wenn man wirklich ein Spiel für den Markt entwickeln will, dann sollte man sich die Zeit nehmen, wirklich gut ausgearbeitetes Konzept zu haben. Aber für ein Game Jam ist drauf loslegen und einfach mal machen auch ein sehr guter Start für ein Projekt, wenn man bereit ist, dann hinterher möglicherweise das Ergebnis auch erstmal wegzuwerfen. Möglichst schnell was Spielbares haben. Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Ich habe es schon öfters miterlebt, dass Spiele nicht gut vorbereitet wurden oder es kein Game Design Document gab oder ähnliches, also eine Roadmap oder sowas. Und wenn das fehlt, fehlt es auch hinten raus. Gut Ding will Weile haben. Man merkt doch den Unterschied, ob dieses Spiel durchgeplant wurde oder eben nicht. Und wenn es jetzt schnell fertig werden muss, das gibt es natürlich auch, weil halt der Publisher Stress macht oder sonst irgendwas. Doof gelaufen, sage ich mal. Trotzdem war da vorher meistens irgendwie Planung drin und die merkt man, finde ich, trotzdem. Auch wenn das Spiel vielleicht nicht ganz rund ist, finde ich diese Planung vorher extrem wichtig. Ich mag es am liebsten, wenn das Spiel fertig auf den Markt kommt. Wenn ein Spiel fertig ist, wenn es möglichst wenig Macken hat und ich es dann so spielen kann, wie es auch alle anderen erleben sollten und wie der Entwickler denkt, dass man es erleben sollte und nicht einfach so ein Projekt, das mit Ideen vollgestopft ist, die am Ende nicht zusammen funktionieren. Nicht überplanen, das gibt's auch, aber jeder muss wissen, was gemacht werden muss und was da am Schluss rauskommt, dass alle eine gemeinsame Vision davon kriegen. Lieben würde ich es natürlich immer, wenn das gehen würde, wenn die Games wirklich komplett zu Ende ordentlich gearbeitet sind und dann auch wirklich gut sind, aber es ist leider nicht immer so. Ja. Ist immer schwierig, ne, wenn man nicht drinsteckt in so einem Prozess, das von außen zu beurteilen. Ne, oder? Wie lange man dran sitzen sollte in der Vorbereitung. Ja, da müsste halt mal da ein bisschen länger da. Oder was? Naja, es gibt ja mittlerweile schon den Trend, also, oder andersrum, es gab ja gerade bei Computerspielen eine Zeit lang den Trend, wie bei anderen Dingen auch, Serien, Filmen oder so, dass sich Menschen möglichst schnell was Neues wünschen. Ja. Aber das kann ja theoretisch auch in die Hose gehen. Weil es darf nämlich nicht zu neu sein. Weil wenn es nämlich zu neu ist, ist auch Kacke, oder? Kaputt sein darf es auch nicht. Was machen die denn jetzt da für einen Scheiß? Ja, kaputt sowieso nicht. Aber kaputt kommt ja später. Kaputt kommt ja... Also erstmal denkt man sich aus, was man alles kaputt machen kann, bevor man es kaputt machen kann. Oder? Ja. Oder ist... Nee, du meinst, wenn man zu lange drauf rumdenkt, dann macht man auch schon was kaputt, ja? Ja, schon. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, absolut. Ja. Ne? Weil,
Unser Arbeitskollege, der Jan Küster, unser Kitsunaki, würde sagen, die haben sich zerfasert. Mhm. Das geht, glaube ich, schneller als man denkt. Also wie Spliss so. Ne? Was heißt das? Das Team fängt am Anfang an einem Strang zu ziehen und irgendwann und dann hast du nur noch so einen Tampen in der Hand. So. Man hat sich zerfasert. Und dann kann keiner mehr so richtig erkennen, ne, was das sein soll. Und das ist das Problem. Richtig? Bei Everlasting Design. Genau. Also genau genommen, was machen wir denn am Anfang eigentlich? Macht nur Blödsinn. Auch. Wir setzen uns in der Regel ja zusammen und versuchen möglichst genau zu definieren, was für eine Art Spiel wir machen wollen, was darin vorkommen muss, welche Ressourcen wir haben, um dieses Spiel zu machen. Ne? Dieses typische, was macht man am Anfang eigentlich, wenn man ein Computerspiel entwickeln will? Und das ist auch unbedingt wichtig, denn wenn man das zu früh bleiben lässt oder nicht genau genug macht, dann hat man das Problem, dass man später Dinge nachholen kann, dann gibt's Features on the fly, das ist ganz heikel und ganz viele böse Dinge, die... Das musst du erklären, Features on the fly. Ja, das ist nämlich ziemlich genau in diese Kerbe, Everlasting Design. Ne? Also vielleicht mal etwas konkreter. Stellen wir uns mal vor, wir möchten gerne ein Computerspiel machen. Ja. Und dieses Computerspiel, das hat ein Team macht das mit ungefähr 30 Leuten und die sagen, wir machen jetzt ein Rollenspiel. Und dann denkt man sich aus, was ist denn das für ein Rollenspiel? Welches Genre hat das Rollenspiel? Welches Setting hat das Rollenspiel? Weil Genre ist ja schon festgelegt. Ja, Gott sei Dank, da müssen wir ja nicht mehr lange drüber nachdenken. Vielleicht machen wir auch mal ein Auto. Nein, Con, das haben wir schon. Also, wir machen ein Rollenspiel in einem bestimmten Setting. Wir brauchen dafür so und so viele verschiedene Länder. Es soll uns so groß sein. Wir brauchen dafür verschiedene Monster. Wir brauchen dafür verschiedene Figuren. Wir brauchen dafür verschiedene Rüstungsteile. Wir brauchen dafür verschiedene Flora. Wir brauchen verschiedene Monster. Wir brauchen auch noch eine Geschichte, und Quests. Und also sehr viele verschiedene Dinge, und die müssen alle festgelegt werden. Möglichst genau. Wenn man jetzt irgendwas davon vergisst oder nicht genau genug festlegt. Zum Beispiel, wie eine bestimmte Gruppierung, also Fraktion zum Beispiel, aussieht. Und man würde das einfach weglassen. Komm, wir haben jetzt 3 Fraktionen. Die eine ist grün, die andere blau und die andere haben wir vergessen. Ist jetzt ein bisschen plastisch, aber egal. Dann kommt man währenddessen vielleicht auf die Idee, während man das Spiel schon macht, wie sehen die denn aus? Ja, weiß ich nicht, steht hier nicht, da machen wir einfach irgendwie. Der eine macht sie dann rosa, der nächste macht sie dann braun und der andere macht sie wieder grün. Und dann sehen die auf einmal alle unterschiedlich aus und das Konzept ist nicht gut. Okay, Features on the fly. Aber warum nicht? Jetzt hast du sehr weit ausgeholt, um einen ganz einfachen Sachverhalt darzustellen. Irgendwie geht die Tür auf, einer kommt rein und sagt, ich habe eine total super Idee, wir bauen irgendwas, keine Ahnung, ne? Erdbeben oder so, ne? Und die Erde tut sich auf und das ganze Lager fliegt da rein und alles und so. Und dann versucht man mitten im Projekt das umzusetzen. Das macht man dann on the fly, das Design. Ja. So, ne? Und on the fly mal eben einbauing und Testing und hoping that it's not kaputting und so. Einfach rein brutschen. Brute Force nennt unser Lead-Programmer das. Wir machen das Brute Force. Also das Problem ist, wenn man irgendetwas on the fly macht, hat es einen Impact auf das, was schon designt wurde. Ja, das macht es meistens kaputt. Ja, und das ist das Problem. Das und du weißt noch gar nicht, wo, an welcher Stelle, weil das merkt man erst, wenn man es einbaut. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die einen, die sind schon blau, die macht die anderen jetzt auch blau, dann kann man die einen von den anderen gar nicht mehr unterscheiden. Ja. Oder wenn ich sage, welche Farbe hat Mana? Ja, ich habe Mana im Spiel. Welche Farbe hat das? Ja.
Und das muss man vorher festlegen, weil wenn ich sage, das Mana ist jetzt rot, aber Lebensenergie war schon rot und die Tränke dazu sind auch schon rot und die Pflanzen dazu sind auch schon rot, dann kann man Mana von Lebensenergie Mana ist doch immer blau. unterscheiden. Genau, dann macht man es blau. Aber wenn man was anderes hat, Ja, aber Elex ist auch blau. Genau, dann und schon hast du ein Problem. Und das muss man vorher einfach festlegen. Wir gehen jetzt mal in eine Kneipe, dann sind wir auch blau und dann lassen wir uns was einfallen. Haben wir tatsächlich mal gemacht, ne? Wir sind dann immer irgendwie bis nachts und haben wir durchgesoffen und so weiter, bis uns irgendwann eine Idee gekommen ist. Die haben wir dann aufgeschrieben und morgens festgestellt, was zur Hölle, was steht denn da? Weißt du? Manchmal haben wir sogar versucht, das umzusetzen, weil wir dachten so, könnte geil werden. So, also das war aber vor meiner Zeit. Ja, das war was man halt so macht, wenn man designt, ne? Dann setzt du dich halt hin und lässt dir irgendeinen Quatsch einfallen. Ob der umsetzbar ist oder nicht, das braucht der dort in dem Moment, wo du es designst, nicht irgendwie so, ne? Weil beim Design wir machen auch noch mal eine Sendung über Brainstorming, wie sowas abläuft, ne? Aber beim Design ist es so, du sitzt so lange da dran, bis du irgendwie dich zerfaserst. So. Ne? Und ein leeres Blatt Papier zu nehmen und immer von ganz komplett erstmal seinen Kopf zu resetten, ist manchmal auch nicht so. Da wird man nicht fertig. Dann fängst du nämlich an, irgendwie zu denken und so weiter. Und dann dauert das ewig, bis du dann irgendwie auf den Punkt kommst und dann hast du dann was. Und dann denkst du dir, okay, dann fängst du das an umzusetzen und so, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt haben wir alle Fraktionen sind blau. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, dieses Problem. So. Ach, das hatten wir doch schon mal. Hätten wir mal nicht mit dem leeren Blatt Papier angefangen. Vielleicht doch noch mal mit irgendwas, ne, was wir uns vorher ausgedacht haben. Sowas in der Art, ne. Das ist echt sehr, sehr, sehr schwierig. Und das hat auch viel mit Disziplin zu tun. Denn da müssen wir auch noch. Ja, schon. Denn Ideen hat man ja immer viele. Ideen haben immer alle. Das ist das Problem. Jeder. Immer. Und wenn man nicht aufhört, Ideen zu haben, dann fängt man einfach nicht an. Mit dem Umsetzen. Bauen. Ja, genau, richtig. Ja. Dann hast du irgendwie, aber man könnte hier und da und auf einmal explodiert es beim Design irgendwie, was man hier noch alles machen könnte und hier noch alles machen könnte und hier noch alles machen könnte und man könnte und dann kriegst du nie ein Spiel. Das ist der Fluch einer jeden Projektarbeit. Ja. Ne? Projektarbeit kennt man noch von der Schule und von Studium und so. Kommen wir mal, das sind Projekttage. Das ist meistens immer so der Physiklehrer, der alles kaputt macht, der die ganzen Sachen abbricht und so weiter, der dann versucht, irgendwie die Lichtgeschwindigkeit nachzuweisen. Dann baut er irgendwelche Linsen auf und so und irgendwann fällt ihm die ganze Scheiße zusammen und wird nicht fertig. So, ja, weil er sich überlegt, hier könnte ich doch noch und da könnte ich und bla und so. Und du stehst dann dabei und guckst dir das an. Aber Herr Lehrer, wollen wir das nicht irgendwie ein bisschen einfacher halten? Nein, ich habe da eine total geile Idee. Ich hatte so einen Lehrer, ne? Der war total toll. Der hat mir sehr viel beigebracht und so. Aber bei Projekttagen, der wurde nie fertig. Ne? Meine Eltern gingen dann hoch so, ne, und haben sich das angeguckt, was der da gemacht hat und so weiter, ne. Ja, und warte dann hier in der Physik und so. Ja, da war eigentlich so ein Typ, der hat alles abgerissen, haben die mir gesagt. Und dann bin ich dann da hoch und so, ja, wir sind nicht fertig geworden. Das ist natürlich schon so eine Sache, ne. Das ist so, Vorbereitung ist super. So, ab irgendeiner Stelle muss man dann damit aufhören. Man muss dann irgendwann anfangen, auch zu produzieren. Dann kommt man in die Pre-Production-Phase. So, ja, das heißt, Design muss man machen, ganz klar. Da muss man sich auch sehr Zeit für nehmen. Aber an irgendeiner Stelle muss man sagen, okay, wir tun jetzt die anderen Dinge erstmal dazu. Wir lassen uns diesen Stand jetzt so, wie er ist. Dann kommen die anderen Sachen dazu und dann guckt man sich mal das Gesamtbild an. Da guckt man sich erstmal das Gesamtbild an, was man da geschaffen hat. Und dann guckt man, wo man in welche Sache noch mehr Detailarbeit reinstecken kann, bevor man anfängt, alles irgendwie auszudesignen und fertig zu machen. Ne? Im Levelbereich ist das immer so, dass man gerne den Level fertig haben möchte und dann zum nächsten Land übergeht. Weil man möchte ja schon sehen, wie es dann am Ende aussieht. Ist auch so ein Ding. Ne? Das heißt, du wurstelst so lange an diesem Land rum, an einem Land wie Edan oder so, bei Elex jetzt, ja, und das ist ja auch der Anfang, der Start, ne, du fängst an mit Elex in Edan, in dieser Welt, mit Bäumen und mit allem und so, und das ist ja auch das wichtigste Land, da muss ja auch sehr viel Liebe reingesteckt werden, aber du darfst dabei nicht vergessen, wenn du da zu lange rumfruckelst und Leveldesign machst, hast du keine Zeit mehr für die restlichen. Und dann kriegst du dann irgendwann attestiert, ja, fing ganz gut an, nur hinten raus, das wurde irgendwie dünn, so, ne, da ist euch irgendwie die Luft ausgegangen, wa? Ne? Ja, kann passieren.
Eine weitere Ist jetzt nicht passiert. Also finden wir nicht, weil wir Entschuldigung, aber weil wir ja doch schon irgendwie so flächendeckend hier was abschließen und da was abschließen und so und dann versuchen doch irgendwie gießkannenmäßig über das komplette Projekt die Qualität gleichmäßig hochzuziehen. Und das ist halt immer sehr schwierig, weil man erst ganz am Ende wirklich weiß, wie es dann auch aussieht. ist aber auch ein Erfahrungswert, ne? Ja. Also das heißt, wenn man Computerspiele macht, dann sollte man vorher eine Vision davon haben, was soll es denn sein? Also was ist es denn überhaupt? Wenn ich jetzt ein Adventure mache, dann brauche ich keine Features zwingend von einem Shooter, Rollenspiel oder sonst irgendwas. Es sei denn, es soll genau das sein. Wenn man einmal festgelegt hat, was für ein Spiel man macht, dann ändert man vor allen Dingen während der Entwicklung die Dinge, die entweder nicht funktioniert haben, die man sich anders vorgestellt hat und lässt das dann weg oder macht das nochmal anders oder verbessert es eben. Aber ansonsten lässt man am besten die Finger vom Design und macht erstmal das fertig, was man hat, damit es auch überhaupt eine Existenzberechtigung hat, damit es entstehen kann, damit es das, was ich mir ursprünglich vorgenommen habe, auch irgendwann das Licht der Welt erblickt. Ansonsten hat man oft das Problem, das sieht man auch oft bei Spieleentwicklung, wenn Leute zum Beispiel auf Spiele warten, die angekündigt sind, dass die einfach nie fertig werden oder nie erscheinen und sich ständig verändern und auf einmal das, was am Ende dabei rauskommt, was ganz anderes ist, als das vielleicht vorne als Idee angesagt war, weil während des Prozesses ständig die Regeln geändert worden sind. Und das ist sehr, sehr gefährlich und heikel. Und gut, wenn man ein Rollenspiel baut, hat man sowieso schon sehr viele verschiedene Features, die in einem Spiel reinkommen. Da muss man aufpassen, dass man bei der Vision bleibt während des Weges dahin und nicht vom Wege abweicht zu stark, damit die Vision am Ende dann auch tatsächlich erscheint. Design. Immer wieder, ne? Haben wir immer wieder hier in dieser Sendung drin. Everlasting haben wir jetzt mal gesagt. Das heißt, der Zeitpunkt mal beleuchtet so ein bisschen, ja. Wie lange man da dran sitzen soll, das ist auch individuell. Das muss man immer wieder entscheiden, was jetzt wirklich sich lohnt und was nicht und so. Und irgendwann muss man dann auch fertig werden. Und dann muss man auch anfangen, die Dinge umzusetzen. Mhm. Und Features on the fly funktionieren in Details, ja, also kleinere Sachen funktionieren auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel bei Elex 2 am Ende noch ein Glossar eingebaut, ne, eine Bestiarium und eine Character Bible. Mhm. So, man muss aber dabei wissen, also es ist irgendwann am Ende des Projektes noch entstanden, so, ne, also irgendwo in der Mitte, hinter der Hälfte so. Man muss dabei wissen, wenn es einmal machst, dann musst du es danach auch immer machen. Das heißt, man muss dann auch abwägen, wenn man irgendwas Cooles einbaut, dass die Menschen da draußen das dann auch von dir erwarten. Mhm. So, dass du dann ein Glossar und ein Bestiarium einbaust. Ist nicht zwingend notwendig. Ja, würden vielleicht viele sagen, ist vielleicht nicht, braucht man nicht oder so. Fand ich jetzt nicht so notwendig, könnte ruhig weglassen. Aber es gibt dann auch viele, die dann anfangen zu meckern, ja, und dann kriegt man so Kommentare wie, ja, wann fixt der denn mal irgendwie das Glossar? Das ist ja gar nicht vorhanden, so. Ja, ist dann immer so, das war ein Feature on the fly, das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Da haben wir uns irgendwie gequält, so, ne? Haben wir nicht vernünftig am Anfang irgendwie ins Design mit einfließen lassen, sondern haben wir ein Feature on the fly gemacht, so, und gibt's jetzt nicht mehr. Ja, ist doof, ne, oder? Ja, und Glossar ist noch so unwichtig, ja, dass es so ein nettes Gimmick ist für den Spieler, wenn er Interesse hat, kann er reingucken, aber es ist nicht fürs Gameplay essentiell wichtig. Ne? Hingegen wir zum Beispiel, ich muss immer wieder an die Kinder denken. Wir haben jetzt Kinder ins Spiel eingebaut. Das ist ein Riesenaufwand, diese Kinder einzubauen, weil die brauchen alles, was die Erwachsenen auch brauchen. Ne? Also die müssen irgendwie einen Rig haben und die müssen Meshes haben und Texturen und die müssen Animationen haben und dann bekommen die auch noch Quests und dann brauchst du dafür Sprecher und dann Loka und so weiter und so fort. Also und dann baust du die da ein und musst dir das ausdenken und danach, naja, dann, wenn man die jetzt wieder weglassen würde, die Leute würden das vermissen. Ja. Ne? Also es ist ein Riesenschritt zu sagen, wir machen das jetzt quasi rein und dann ist es das auch irgendwie. Jetzt haben wir das geschafft, jetzt müssen wir uns das erhalten und dann auch wieder, wenn wir ein neues Rollenspiel machen, auch wieder mitnehmen, sowas zum Beispiel. Ja, Everlasting Folge. Könnten wir stundenlang drüber diskutieren, aber das werden wir bestimmt später nochmal aufgreifen, weil Design und Brainstorming und diese ganzen Dinge, wie entsteht das alles, das ist sehr spannender Prozess und es gibt da unheimlich viel zu sagen, deswegen machen wir auch mal noch eine andere Sendung dazu, bestimmt auch noch öfter über Design und
andere Aspekte zu beleuchten. So, wir haben eine Trophy-Box, habe Ja. ich gehört. Ne? Sehe ich auch da vorne. Zeig mal. Und zwar den hier. Boah. Ja. Das hier ist der Rucksack, den es momentan als Merch für Elex 2 zu kaufen gibt. Also zu Elex im Allgemeinen hier. Ja. Ne, sieht Aus dem man ja. Elex-Universum. Im Alp-Design. Der hat, verschiedene Taschen, also Nieten und Gedöns. Und ist auch sehr robust, ne? Also man sollte nicht meinen, dass das irgendwie spillerig ist oder so. Das ist richtig fett so, ne? Das kann richtig was. Ja, und das ich Ding. hab mich gewundert, der ist relativ hoch. Ja. Ne? Also das ist ein bisschen mehr als DIN A4. Ja. Kann man auf jeden Fall einen Ordner mit reinpacken. Und hinten kann man das Ding dann einfach Genau. sich über Ja, mach mal auf. Ja, da sind nämlich noch ein paar Sachen drin, die wir auch noch mit zeigen wollen. Genau, also hier das Ding hat hier einen großen Mittelteil und mit mehreren Taschen irgendwie hier so. Kann man da irgendwie noch was reintun. Das ist ja muckelig. Ja, das ist muckelig, ne? Kuschelig. Was Ja. ist das? Na gut. Da ist ja auch was drin. Da ist auch was drin, Ja. ja, aber das meinte ich jetzt nicht. Ach so. Da haben wir nämlich Du noch meinst ein das paar so- Innenfutter, ne? Innenfutter, Ja, das so wie ist so das stimmt. muckeliges. Ja. Naja. Ja. Gut, also das war einmal das hier. Mhm. Und wir haben ja immer alle so lange nach Merchandise geschrien. Jetzt haben wir mal so ein paar Sachen, die man Hier, das, zeigen könnte. das nämlich, das meinst du ja so. Guck mal. Das Teil. Ja. So. So. Oh. Kleriker. Super. Ja, Cooles Shirt. ja. Ich finde dieses hier ziemlich cool. Ja. Das sind die Morcons. Das sind die Morcons, genau. Die gibt's in Rot. Also wir haben hier auch mal verschiedene Größen irgendwie. Das hier ist das ist jetzt ein Männer-S-Shirt. Mhm. Gibt aber auch Girly-Sachen und es gibt auch Hoodies Ja, die sind sehr groß, das stimmt. in ja. dem Design. Also einfach mal gucken. Und zwar gibt's die im THQ Nordic. Berserker. Ja, guck. Genau, das sind die Berserker und hier sind die Outlaws. Das ist auch cool. So, mit ihrem passenden Emblem. Jedenfalls THQ Nordic Shop einfach bei Google eingeben. Oder THQ Nordic Store heißt der, glaube ich. THQ Nordic Store bei Google eingeben. Da findet ihr auch noch andere Sachen. Zum Beispiel coole Mauspads, die wir jetzt gerade nicht da haben und so. Wer es noch nicht gesehen hat, da könnt ihr gerne mal stöbern. Hoodies, T-Shirts, Rucksack, Gläser, Tassen und sonstiges findet sich in dem Store und da könnt ihr die Sachen einfach mal anschauen. Vielleicht ist ja was dabei, was euch gefällt. Momentan gibt es Merchandise. Sehr gut. Ja. Gut. Haben wir eine Community-Frage? Sag mal. Ja, wir haben auch eine Community-Frage und zwar passend zum Thema, woran arbeitet ihr denn gerade? Ja, also das ist nämlich so. Wir machen gerade Everlasting Design. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, oder? Ne? Also Everlasting Design, wir sitzen im Designprozess für den nächsten Titel. Machen auch schon Teile von Pre-Production und gucken halt, dass wir die Sachen umgesetzt kriegen, die wir uns da ausdenken, dass wir schon mal so vorfühlen können, wie es funktioniert und so weiter für den nächsten Titel. Und natürlich sind wir immer noch dabei, Sachen zu machen für Elex 2, weil nämlich da sind noch ein paar Sachen immer zu tun. Das ist ganz normal. Das ist halt, ein Teil des Teams kümmert sich um die eine Sache und ein anderes Teil des Teams kümmert sich um den neuen Titel, den wir erst großartig ankündigen und so weiter. Ihr kennt das und erst richtig darüber reden können, wenn wir soweit sind, dass wir was zeigen können, weil vorher macht das Ganze. Genau, das heißt konkret, ihr braucht jetzt nicht darunter zu fragen, wie heißt denn das neue Spiel, weil ihr kennt das, wir werden es announcen und das steht noch lange aus, wenn es soweit ist. Ja. Und bis dahin werden wir jetzt fleißig weiterarbeiten, euch aber trotzdem ein bisschen was über Arbeitsprozesse erzählen, in Zukunft auch. Und zweitens, um das kurz zu erklären, diese Folge nehmen wir auf, noch vor Release von Elex 2, obwohl ihr guckt sie jetzt nach Release und da müssen wir jetzt so ein bisschen raten. Bedeutet für uns,
normalerweise ist es so, dass man nach Release dann guckt, oh, gibt es noch irgendwas, was uns vielleicht nicht aufgefallen ist? Müssen wir irgendwas sammeln? Müssen wir uns was angucken oder sonst irgendwas? Gibt es überhaupt noch irgendwie was? Und damit beschäftigt man sich dann natürlich, ein Teil des Teams, und das ist das, was der Björn meint. Aber was das ist, das wissen wir noch nicht, weil das Spiel halt noch nicht released ist. So. Gut, dann hoffen wir, dass euch das gefallen hat, was wir hier so von uns geben und seid nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV auf diesem Kanal. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist immer so viel, ne? Das ist immer so viel. So viel.